and trusted. Wir wollen sofort hineintauchen in das Thema, das heißt, die uns anvertrauten stärken, oder wie es hier bei euch heißt, als Leiter den eigenen Mitarbeitern den Rücken stärken. This lesson gets to the crux of what is perhaps the biggest leadership issue in our churches today. Hier geht es eigentlich um das Schlüsselthema, wenn es um Leiterschaft in unseren Gemeinden heute geht. We're all familiar with Ephesians 4. Wir sind alle bekannt mit dem Text aus Epheser 4. We know that the Apostle Paul challenged us to equip the saints to do the work of the ministry. Wir wissen, dass Paulus uns herausfordert, die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. But unfortunately, in our churches, in our leadership, we don't do enough equipping. Aber unglücklicherweise machen wir zu wenig davon in unseren Gemeinden. We do a lot of doing. Wir tun viel, We're very active. wir sind sehr aktiv. But when it comes to this area of empowerment, Aber wenn es zu diesem Gebiet der Befähigung anderer kommt, we may read the word, but we're not always good doers of the word. dann lesen wir zwar das Wort, aber wir sind oft nur schlecht im Umsetzen. Part of this is because of a change in philosophy over the last several years. Teilweise liegt es daran, dass die Philosophie sich in den letzten Jahren in diesem Bereich verändert hat. Even in my adult life, I was raised under the mentality of authoritarian leadership. Sogar in meinem Erwachsenenleben wurde ich so erzogen, dass es autoritative Leiterschaft gibt. If our mentality is authoritarian, we assume leadership is our responsibility. Wenn unsere Mentalität autoritativ ist, dann sehen wir die Leiterschaft als unsere Pflicht und Aufgabe. Empowerment is a more biblical concept. Aber andere zu befähigen ist ein biblisches Konzept. Because it reminds us that leadership is everyone's responsibility. Es erinnert uns daran, dass Leiterschaft die Aufgabe von allen ist. Leadership is the job of every pastor, Leiterschaft ist die Aufgabe eines jeden but it's Pastors, also the job of every ministry leader. aber auch von jedem Leiter, von dem einzelnen It's the job of every Bereich. staff member, Es ist die Aufgabe eines jeden Mitarbeiters, der angestellt ist. but really it's the job of every member of the body of Christ, Aber eigentlich ist es die Aufgabe von jedem Mitglied in der Gemeinde. regardless of your birth, your nationality, Ungeachtet der Nationalität, your background, your education or income. ungeachtet des Hintergrundes, des Einkommens, der Bildung. Every person bears responsibility in the church. Jeder Mensch trägt Verantwortung in der Gemeinde. If we really believe this is true, Wenn wir wirklich glauben, dass das stimmt, then we have to find a way to give everyone input into the areas of responsibility they have. dann sind wir dafür verantwortlich, dass wir jeden dahin führen, dass sie Verantwortung in ihrem Bereich übernehmen. With an authoritarian mentality, leadership is simple and straightforward. Mit einer autoritativen Mentalität ist Leiterschaft eine schlichte, einfache Sache. You just tell your people below you what to do and they go do it. Du sagst einfach, erteilst Befehle denen, die unter dir sind, und sie gehen hin und machen. But in recent years in leadership, we've begun to talk about human relations. Aber in den letzten Jahren haben wir angefangen, über Beziehungen nachzudenken. So wise leaders recognize that we're coming alongside fellow servants in ministry. Weise Leiter erkennen an, dass wir es mit Mitarbeitern zu tun haben, mit Mitdienern in der Gemeinde. We are developing highly empowered, Und wir entwickeln resourceful operatives for ministry. Resourceful operatives or resourceful people for our ministries. Ja, begabte, fähige Mitarbeiter mit viel Potenzial müssen wir entwickeln. The authoritarian overlooks a couple of key elements in leadership. Ein autoritativer Leiter übersieht manche Dinge in dem Dienst. Everyone wants a voice. Jeder braucht oder will eine Stimme haben. Everyone in an organization desires some level of input. Jeder möchte seinen Beitrag leisten und soll. You see this even in your families. Das erleben wir ja auch in unseren Familien. When your family is gathered together and you're making a family decision, Wenn die Familie zusammenkommt und man eine Familienentscheidung trifft, your children, regardless of their age, dann wollen die Kinder, ganz gleich wie alt sie sind,
They desire input into the situation. Sie möchten mitreden in die Situation hinein. Because people experience fulfillment when they're involved. Denn Menschen erleben Erfüllung, wenn sie involviert sind, When they're stretched and when they're challenged. wenn sie herausgefordert werden. See, as we mentioned yesterday, in our churches, too often we under-challenge our people. Wir haben es gestern gesagt, dass wir oft die Menschen in unseren Gemeinden unterfordern. In some ways, we don't expect enough of them. Wir erwarten zu wenig von ihnen. So we need to be careful about that. Also müssen wir vorsichtig sein. What makes a great leader is someone that's not content with complacency. Einen großen Leiter macht eine Eigenschaft aus, er ist nicht zufrieden mit Bequemlichkeit, You're not okay with mediocrity. mit Mittelmäßigkeit. But you want all to be involved in the process. Aber er möchte alle im Prozess involviert sehen. We are empowering those who've been entrusted with the gospel. Wir befähigen diejenigen, die mit dem Evangelium betraut sind. Think about what we're trying to do as leaders. Denken wir darüber nach, was wir als Leiter Our versuchen. goal is to produce more leaders, Unser Ziel ist es, mehr Leiter not just more hervorzubringen, followers. nicht einfach nur Nachfolger. There's some great biblical examples of this. Wir haben großartige biblische Beispiele hier. There are biblical examples of how it should be done, Es gibt biblische Beispiele, wie man es machen soll, and there are biblical examples of what should not be done. und biblische Beispiele, wie man es nicht machen soll. For example, yesterday we learned about Moses. Gestern haben wir über Moses nachgedacht. I love this statement. Ich mag diesen Satz. Success without a successor is actually failure. Erfolg ohne Nachfolger ist ein Versagen. We learned yesterday that Moses did well at planning a successor. Und wir haben gestern festgestellt, dass Moses sehr weise war, indem er Nachfolger vorbereitet. He empowered those around him. Er hat diejenigen um sich herum befähigt und mit Kraft, Macht ausgestattet. Now let's be fair, he was a little slow coming to empowerment. Wir müssen fair bleiben, er war ein bisschen langsam am Anfang. In Exodus 18 we learned that his father-in-law had to go to him and tell him. Und wir haben festgestellt, dass der Schwiegervater ihm erstmal auf die Sprünge helfen musste. And I know we talked about this yesterday, but let me just remind you what Jethro said to Moses. Wir haben gestern darüber schon geredet, aber ich will euch daran erinnern, was Jethro Moses gesagt hat. If we could put this in terms of empowerment, Wenn wir das in dieses Thema integrieren können, he said, if you do not empower others, wenn du andere nicht befähigst, hat er gesagt, it's not good for you, ist es nicht gut für dich, it's not good for the people, ist nicht gut für die Menschen and it's not good for the mission. und es ist nicht gut für den Auftrag, für die Mission. He said, Moses, it's not good for you because you'll wear yourself out. Es ist nicht gut für dich, Moses, weil du dich selbst erschöpfst. It's not good for the people because God created them to help. Es ist nicht gut für die Menschen, denn Gott hat sie ja geschaffen, damit sie auch mithelfen können. But it's not good for the mission because we will not accomplish it alone. Und es ist nicht gut für den Auftrag, denn wir werden den Auftrag alleine nicht schaffen. So we see Moses begin to use the principle of empowerment. Und Moses beginnt das Prinzip der Befähigung anzuwenden. He empowered Joshua. Er hat Josua berufen And so an amazing thing happens when it comes to Moses' transition. und es geschieht etwas Erstaunliches, als es zur Übergabe der The Bible says that God imparted to Joshua the wisdom that Moses had had. Und die Bibel sagt uns, dass Gott die Weisheit, die Moses hatte, auf Josua übertrug. Now, here's an interesting thing though. Hier gibt es eine interessante Sache. Joshua was apparently not as good at empowerment. Josua war offensichtlich nicht so gut darin, andere zu befähigen. Think about this. Denken wir darüber nach. Joshua experienced what could be described as history's greatest success. Josua hat eigentlich das erlebt, was man den größten Erfolg in der Geschichte bezeichnen könnte. Joshua led the children of Israel into the promised land. Josua hat das Volk Israel in das verheißene Land hineingeführt. But as we look in Judges 2, Aber wenn wir im Buch Richter Kapitel 2 lesen, we see that Joshua did not do well at planning his successor. sehen wir, dass Josua nicht wirklich gut darin war, einen Nachfolger vorzubereiten. Because the Bible says that there arose a generation after Joshua Denn die Bibel sagt, es kam eine Generation nach Josua auf,
that did not know God or His ways. die weder Gott noch die Wege Gottes kannten. Unfortunately, many of us in ministry have this same problem. Unglücklicherweise haben einige von uns im Dienst das gleiche Problem. It's not that we're not effective doers, Es ist nicht so, dass wir nicht effektive Macher wären, but we're not empowering others. aber wir befähigen und beauftragen We're not andere nicht. bringing others along for the journey. Wir nehmen die anderen nicht mit hinter uns. There's no question this is the biggest challenge for me in my ministry. Das ist die größte Herausforderung für mich und für meinen Dienst. Think about these reasons we have difficulty empowering others. Lasst uns darüber nachdenken. Wir haben Mühe, andere zu befähigen und einzusetzen. See if you can relate to any of these. Schaut mal, denkt darüber nach, ob das euch betreffen könnte. No one can do it as well as me. Niemand kann es so gut wie ich. Do you ever find yourself in that setting? Könnt ihr euch da wiederfinden? I will just do it because I know what needs to be done. Ich werde es machen, denn ich weiß, was getan werden muss. And so we don't let it go Und wir lassen nicht los, because no one can really do it the way we want it done. weil niemand es so gut machen kann wie wir. Or perhaps those of you who are being paid in your area of ministry, Vielleicht diejenigen, die bezahlt werden in eurem Dienst. we struggle with a level of guilt. Wir haben ein bestimmtes Schuldbewusstsein. Well, this is what I'm paid to do. Ich werde ja dafür bezahlt. This is what I'm supposed to do. Das ist meine Aufgabe. How can I ask someone else to do it? Wie kann ich jemanden anders bitten, das zu machen? And then there's just the simplicity of it. Und dann gibt es einfach die Schlichtheit der Sache. Have you ever said this? Habt ihr jemals diesen Satz gesagt? It's just easier to do it myself. Es ist einfacher, wenn ich es selbst mache. I find myself saying that to my children. Ich sage das meinen Kindern auch. I'll ask them to do something, Ich bitte sie, etwas zu tun. and then I'll get frustrated. Und dann werde ich frustriert. And I'll just say, it's easier just to do it Und dann myself. sage ich, ach, es ist einfacher, wenn ich es selber mache. It's the easy way out. Das ist der einfache Weg. And then there's a final reason I think we struggle with empowerment. Und da gibt es noch eine letzte Sache, warum wir Mühe mit diesem Thema haben. We do not like rejection. Wir mögen keine Ablehnung. I can remember in 7th grade Ich weiß, in der 7. Klasse, when I looked across the class and saw the good-looking girl, wenn ich mich umsah, als ich umsah in der Klasse und das gut aussehende Mädchen and I sah, wondered if perhaps she would be interested in me, und ich habe mich gefragt, ob sie Interesse an mir hätte, but I was afraid to reach out and find out. aber ich hatte Angst, sie zu fragen. Why? Warum? Because I didn't want to be rejected. Weil ich wollte nicht abgelehnt werden. We don't want to be told no. Wir möchten kein Nein hören. And so we just think nobody can do it like me. Wir denken also, keiner kann es so gut wie ich. I'm being paid, I might as well do it. Ich werde ja dafür bezahlt. It's easier for me to do it. Es ist das Einfachste, wenn And ich I don't want to be told no. Und ich möchte kein Nein hören von anderen. But Jesus modeled the principle of empowerment. Aber Jesus hat dieses Modell vorbildlich vorgelegt. One of the best examples is found in Matthew 16. Das beste Beispiel finden wir in Matthäus, oder eines der besten, Matthäus 16. Remember when Jesus empowered Peter? Als Jesus Petrus beruft, Jesus made it very clear. hat Jesus es sehr klar gemacht. There's a lot to be done. Es muss sehr viel gemacht This werden. is a big, big job. Es ist eine große Aufgabe. Here, Peter, go do it. Petrus, mach es. Here's the keys. Hier hast du die Schlüssel. Into your hands I give this job. Ich gebe diesen Job in deine Hände. Really, the greatest act of empowerment that ever took place Die größte Beauftragung, die jemals stattgefunden hat, came when the Son of God committed the kingdom of God to mere mortal men. kam, als der Sohn Gottes die Aufgabe des Reiches Gottes sterblichen Menschen anvertraut hat. Now let's just think about that with those questions we've asked. Lasst uns gerade mal darüber nachdenken, im Licht dieser Fragen, die wir gestellt Could haben. Jesus have done a better job than Peter? Hätte Jesus einen besseren Job gemacht als Petrus? Could Jesus have thought, well, really this is my responsibility? Hätte Jesus denken können, das ist ja eigentlich meine Aufgabe? Could Jesus have said, well, it's easier just for me to do it. I can just snap my fingers or say the word? Hätte Jesus sagen können, es ist einfacher, wenn ich es tue, ich muss nur mit den Fingern schnappen. Could Jesus have been worried about Peter's failure or rejection? Hätte Jesus sich Sorgen machen können über das Versagen des Petrus oder über die Absage, die Ablehnung? Sure, he knew Peter would reject him, Er wusste, dass Petrus ihn verleugnen wird. but he still empowered him.
Aber er hat ihn doch beauftragt. He was empowering Peter with the kingdom responsibility. Er beauftragt Petrus mit der Verantwortung für das Reich Gottes. If Jesus Christ could empower Peter to do the work of the kingdom, why do you and I have such a problem empowering our people to do the work of the local church? Wenn Jesus Christus Petrus beauftragen konnte, das Reich Gottes zu bauen, warum haben wir solche Mühe, unsere Geschwister in der Gemeinde zu beauftragen mit Diensten? Let's just talk about a few of empowerment's key attitudes. Lasst uns ein paar Schlüsseleigenschaften anschauen für die Befähigung. If you're going to empower people, you have to believe in people. Wenn wir Menschen beauftragen, befähigen wollen, dann müssen wir an Menschen glauben. Believing in someone is when you believe the best, even though you may know the worst. Zu glauben bedeutet, dass man das Beste glaubt, obwohl man das vom Schlechten weiß. Jesus believed in Peter, knowing all his faults and failures. Jesus glaubte an Petrus, obwohl er all seine Fehler und Versagen kannte. But Jesus knew that the same Peter who would deny him Jesus wusste aber, dass derselbe Petrus, der ihn verleugnen würde, would receive his power on Pentecost. seine Kraft an Pfingsten empfangen He würde. knew that Peter, who could not get out the words to profess that he knew Jesus, Er wusste, dass Petrus, der ihn nicht bekennen konnte in jener Nacht vor der Magd, would find a way to be one of the greatest preachers of all time. eines Tages der größte Prediger aller Zeiten werden würde. Jesus saw in Peter what no one else had seen. Jesus sah in Petrus Dinge, die niemand sonst gesehen hatte. Potential. Potenzial. He saw what he could be. Er sah, was er werden könnte. Remember, Jesus told Peter to walk on water, Ihr wisst, dass Jesus Petrus befahl, auf dem Wasser zu gehen, but then he was there with him when he fell into the water. aber er war auch da, als Petrus ins Wasser He fiel. picked him up and walked back to the boat. Und er hat ihn wieder aufgehoben und ins Boot gebracht. Jesus blessed Peter. Jesus segnete He was Petrus. willing to correct Peter, Er war bereit, Petrus zu korrigieren, but he had great compassion on Peter. aber er hatte große Liebe Petrus gegenüber. I love this statement. Ich mag diesen Satz. Where there's no faith in the future, Dort, wo es keinen Glauben an die Zukunft gibt, there's no power in the present. da gibt es keine Kraft in der Gegenwart. So believe in people. Glaube also an Menschen, Then support people. unterstütze Menschen. How do you support people? Nummer 2, unterstütze Menschen. Turn hindsight into foresight. Äh, Turn hindsight into foresight. Turn your look at your past and use that to help you into your future. Deine Einsicht aus der Vergangenheit benutze sie für die Zukunft. Encourage people to learn from their past mistakes. Ermutige Menschen, aus ihren vergangenen Fehlern zu lernen. Don't let past mistakes become prisons that keep people back. Erlaube es nicht, dass vergangene Fehler die Menschen wie in einem Gefängnis festhalten, also dass sie für die Zukunft Let them gehemmt sind. let them be launching pads that launch them into the future. Lass sie viel mehr ein Ansporn für die Zukunft werden. So as a leader, focus 80% of your attention on what people do right. Als Leiter lege 80% deiner Aufmerksamkeit eben auf die Dinge, die Menschen richtig machen. And then 20% of your attention on what people do wrong. Und nur 20% auf die Dinge, die Menschen falsch machen. Let people do what they do best. Und lass Menschen das tun, was sie am besten machen können. Don't expect everybody to be like you. Erwarte nicht, dass jeder so ist wie du. Support is something that cannot be taken, it can only be given. Unterstützung kann man nicht annehmen oder bekommen, man muss Unterstützung geben. So give others support. Gebe also And Unterstützung weiter. then invest in people. Und dann drittens, investiere in Menschen. Look for opportunities to invest in their lives. Schau dich nach Möglichkeiten, wie du in das Leben der Menschen investieren kannst. Jesus again modeled empowerment when he sent out the disciples. Jesus hat diese Befähigung demonstriert, als er die Jünger aussandte. He told them it wasn't going to be easy, Er hat gesagt, es wird nicht einfach sein, but he let them go. aber er hat sie gehen lassen. He invested in them, ministering to them, Er hat in sie hinein investiert, indem er ihnen gedient hatte. training them. Er hat sie ausgebildet. But there came a time after he had built them up Aber da kam eine Zeit, nachdem er sie aufgebaut hatte, where he sent them out. als er sie ausgesandt hat. Isn't that the simple goal of the church? Ist das nicht das einfache Ziel der Gemeinde? Bring them in,
sie einladen, build them up, sie aufbauen and then send them out. und dann sie aussenden. Jesus sent out the disciples 2 by 2. Jesus hat die Jünger je 2 ausgesandt. Be willing to teach and mentor others. Sei bereit, andere zu lehren und sei Mentor. Think back to those reasons why we do not empower. Und denke an die Gründe, warum wir Menschen nicht befähigen und We beauftragen. say nobody knows how to do it like we do. Wir sagen, keiner kann es so gut wie ich. What if we took that knowledge and began to invest in other people? Was ist, wenn wir dieses Wissen anwenden, nehmen und in andere investieren? Developing with others. Wenn wir das entwickeln in anderen. Helping them network with others. Wenn wir ihnen helfen, Netzwerke mit anderen aufzubauen. And then we challenge people. Und dann sie herausfordern. As we believe in people, Während wir an Menschen glauben, support sie people, unterstützen, invest in wenn people, sie and investieren, we challenge people. dann viertens fordern wir sie heraus, Menschen We herausfordern. encourage them to go faster. Wir ermutigen sie, schneller We encourage Fortschritte them zu to be machen, more. mehr zu machen. But all the while we're encouraging them. Doch während wir sie den ganzen Weg hindurch ermutigen wir sie. I want to remind you, we're in the people business. Wir sind im Menschenbusiness. When Jesus was giving the keys to Peter, Als Jesus Petrus die Schlüssel übergab, he was acknowledging the importance of empowering people. dann war er sich dessen bewusst, dass er Menschen bestärken, ermutigen muss. He wasn't afraid to challenge Peter, though. Er hatte keine Angst, Petrus herauszufordern. Remember in Matthew 16 when Jesus said this? In Matthäus 16 sagte Jesus zu Petrus, Who do you say that I am? was sagt ihr, wer ich bin? You see, Jesus knew Peter not only needed to know what others were thinking. Jesus wollte nicht nur, dass Petrus sagt, was andere über ihn denken. He had to have a clear understanding of where he was. Petrus musste ein klares Verständnis darüber haben, wo er selbst steht. Well, let's talk about some of the actions of empowering. Lasst uns über Schlüsselhandlungen der Befähigung nachdenken. The first one may be surprising. Die erste Schlüsselfrage oder Handlung könnte uns überraschen. If you're going to empower others, you must listen to others. Wenn wir andere befähigen wollen, dann müssen wir zuhören. Höre auf andere. Again, authoritarian leaders have difficulty listening. Autoritative Leiter haben Mühe mit dem Zuhören. An insecure leader that Jim was talking about may have difficulty listening. Unsichere Leiter, wie wir gehört haben, haben Mühe zuzuhören. But a leader who empowers listens to others. Aber ein Leiter, der andere befähigt, der hört zu. And then we delegate. Und dann zweitens, wir delegieren, We pass it on. wir beauftragen. We understand that we are not irreplaceable. Wir verstehen, dass wir nicht unersetzlich sind. We try to involve others in the work. Wir versuchen, andere zu involvieren in der Arbeit. We have a saying this way in English. Es gibt einen Spruch in Englisch. We work ourselves out of the job. Wir machen uns überflüssig. So then we lead by example. Und dann drittens, wir leiten durch Beispiel. As you heard Pastor Ken saying yesterday, Pastor Ken sagte gestern, we exhort, yes, wir ermahnen, ja, but then we also exemplify. aber wir sind auch Vorbilder. Wir zeigen, wie man es We tut. must model. Wir sind ein Modell, ein Vorbild. Ein Beispiel. We challenge, but we do not challenge people to go where we've not been. Wir fordern Menschen heraus, aber wir schicken sie nicht dorthin, wo wir nicht selbst schon waren. And so then we eliminate confusion by having a clear vision. So beseitigen wir also die Verunsicherung, indem wir eine klare Vision vermitteln. Though you're empowering others, you do have something unique as the leader. Obwohl du andere befähigst, hast du etwas Besonderes als Leiter. You know where you're headed and you know why you're headed there. Du weißt, wohin du unterwegs bist und warum du dorthin unterwegs When bist. you communicate this to others, they're able to focus in a clear way. Und wenn wir das anderen kommunizieren, dann sind auch sie in der Lage, sich auf dieses Ziel auszurichten. So make sure your vision is clear. Mach also sicher, dass du deine eigene Vision geklärt hast. Make sure your vision is concise and is simple. Und mach sicher, dass deine Vision schlicht ist, einfach ist. And then make sure your vision is compelling, that it draws people to be involved. Und dass diese Vision für andere anziehend ist, dass sie andere zu sich zieht. Another key to empowerment.
Ein anderer Schlüssel für die You Befähigung. don't demand loyalty, you earn it. Wir fordern keine Loyalität. We do not. Repeat it. You earn it. Aber wir verdienen sie, okay. Wir fordern sie nicht, die Loyalität, sondern wir verdienen sie. An authoritarian will demand loyalty. Ein autoritativer Leiter wird Loyalität fordern. An insecure leader will demand loyalty. Ein unsicherer Leiter wird Loyalität fordern. But the surest way not to get your rights is to demand them. Aber der sicherste Weg, nicht zu unserem Recht zu kommen, ist es einzufordern. And always remember, as you empower others, loyalty is a two-way street. Und denke immer daran, dass wenn wir andere befähigen, dass Loyalität ein Weg ist, der in beide Richtungen geht, keine Einbahnstraße. You will never receive loyalty if you do not give loyalty. Wir werden niemals Loyalität erhalten, wenn wir keine Loyalität geben. When you are loyal to your people, they will be loyal in return. Wenn wir loyal sind zu unseren Menschen, werden sie loyal zu uns sein. Well, I want to talk about some don'ts and then some do's of empowerment. Ich werde über einige Verbote und dann über einige Gebote der Befähigung reden. Don't assume too much power and control. Wir sollten nicht zu viel Macht und Kontrolle in unserer Hand halten. Look for high-capacity volunteers. Wir sollten uns nach Freiwilligen umsehen, die eine hohe Kapazität haben. And then challenge them to move forward. Und sie dann herausfordern, nach vorne zu gehen. Nudge them if necessary. Sie anschubsen. Understand most people have not taken the steps of leadership you're calling them to. Most people have never experienced the kind of leadership you may be asking them Wir to müssen take. verstehen, dass die meisten Mitarbeiter diese Art von Leiterschaft noch nicht erlebt haben, zu der wir sie jetzt berufen. But they can do this for their good and for God's glory. Aber sie sind in der Lage, diese Leiterschaft wahrzunehmen für ihren eigenen Segen und für die Ehre Gottes. Don't have a my way or the highway mentality. Wir sollten nicht sagen, es geht so, wie ich es mir vorstelle oder eben gar nicht. Sometimes we think, particularly if we're insecure or if we're authoritarian, sometimes we think, if you're not going to do it like I want it, then just get out. Manchmal sind wir geneigt, so zu denken, wenn du es nicht so machst, wie ich es mir vorstelle, dann bist du raus aus dem Spiel. Remember, we're not expecting everyone to be like us. Wir erwarten nicht, dass jeder so ist wie wir. Healthy disagreement can be very good for your church. Gesunder Widerspruch oder Meinungsverschiedenheiten können sehr hilfreich und gesund für die Gemeinde sein. Encourage questions and openness. Ermutige, Fragen zu stellen, ermutige die Offenheit. Don't intervene when others can work it out for themselves. Misch dich nicht ein, wenn andere es selbst hinbekommen können. We think about this in our home. Wir denken zum Beispiel an unsere Familie. With our 4 boys, it's easy just to step in and try to resolve every little squabble, every fight that they have. Mit unseren 4 Jungs ist es einfach, immer sich einzumischen und den Streit unter ihnen versuchen zu schlichten. And sometimes we do that in leadership. Und manchmal machen wir das auch als Leiter. We want to keep our hands on everything. Wir möchten unsere Hand überall drin haben. So we micromanage it Und wir sind Mikromanager. rather than empowering those who can do the task. Anstatt andere zu befähigen und zu beauftragen, die Aufgabe selbst zu machen. Don't keep all the information for yourself. Behalte die Information nicht für dich selbst. One of the things that's different between authoritarianism and empowerment is this issue. Eine Sache, die eben autoritative Leiter und befähigende Leiter unterscheidet voneinander, ist dieses. The insecure leader takes pride in what they know. Ein unsicherer Leiter, er ist stolz darauf, was er weiß. The empowering leader looks to help you know what they know. Ein befähigender Leiter möchte, dass die anderen das wissen, was er weiß. It's better to share a little too much information than to withhold too much information. Es ist besser, lieber ein bisschen mehr Informationen weiterzugeben, als etwas zu wenig. And don't be indecisive. Und seid nicht unentschlossen. Decide who should decide. Entscheidet, wer entscheiden sollte. Decide when they need to decide. Entscheide, wann sie entscheiden sollten. In some cases, you may need to decide. Manchmal musst du entscheiden.
But whenever possible, let others decide. Wann immer es möglich ist, lass andere entscheiden. Don't be full of mistakes. Don't be afraid of mistakes. Habe keine Angst vor Fehlern. We've said this again and again the last 2 days. Wir haben es immer wieder in den letzten Tagen gesagt. Don't be afraid to fail. Habe keine Angst zu versagen. This can paralyze you. Das kann dich paralysieren. Again, when we look at why we do not empower. Natürlich, wenn wir uns wieder zu diesem Thema wenden, warum wir nicht befähigen. When we're afraid others won't do it as well as us. Wenn wir Angst haben, dass andere es nicht so gut hinbekommen wie wir. What we're really saying is we're afraid there will be mistakes. Dann sagen wir eigentlich, wir haben Angst, dass sie Fehler machen werden. Don't be afraid of mistakes. Habt keine Angst vor Fehlern. And don't expect the same thing of everyone. Und erwarte nicht, dass jeder das Gleiche tut. Don't expect everyone to perform at the same level. Erwarte nicht, dass jeder auf dem gleichen Niveau sein muss. We're all different. Wir sind alle unterschiedlich. We're going to lead differently. Wir werden unterschiedlich We're leiden, going to serve differently. unterschiedlich dienen Don't expect the same of everyone. und erwarte nicht das Gleiche von allen. But let's talk about the do's of empowerment. Nun, lass uns über die Gebote der Befähigung reden. Do see your team members as allies, not enemies. Betrachte deine Mitarbeiter als Verbündete und nicht als Feinde. There's a problem in many churches in the U.S. Es gibt ein Problem in vielen Gemeinden in den USA. Often the staff looks at the membership in an unhealthy way. Oft werden die bezahlten Mitarbeiter oder schauen die bezahlten Mitarbeiter auf eine ungesunde Weise auf die Mitglieder der Gemeinde. There's an us and them mentality. Es gibt eine Mentalität, hier sind wir und da sind die. That's very unhealthy and unproductive. Das ist sehr ungesund und unproduktiv. See your team as allies. Du solltest deine Gemeindemitglieder als Verbündete sehen. And remember, all of your congregation is your team. Und die gesamte Gemeinde ist dein Team. Do allow others to step forward and assume leadership roles. Erlaube es anderen, nach vorne zu gehen und Leiterschaftsaufgaben zu übernehmen. You have no idea the treasure that is sitting in the seats in front of you. Du hast keine Ahnung, welch ein Schatz dort in den Bänken vor dir sitzt. Let people step forward and do what God is calling them to do. Lass Menschen nach vorne kommen und das tun, wozu Gott sie berufen hat. Allow them to get out there. Erlaube es. Do operate from the philosophy that everyone will prosper or no one will. Und lass dich von der Philosophie leiten, entweder werden alle erfolgreich sein oder niemand. Do understand you're a team. You're in this together. Never leave anyone behind. Ja, also unterstütze die Kooperation. Lasst keinen zurück. If people decide not to come along for the journey, that's okay. Wenn Menschen sich entscheiden, nicht mitzukommen, But don't just write people off. das ist okay, aber schreibe die Menschen nicht ab. Do encourage cooperation. Ja, unterstütze die Kooperation. Proverbs 27:17 reminds us that iron sharpens iron. Wir lesen in den Sprüchen, dass Eisen Eisen schärft. We need each other. Wir brauchen einander. We learn from each Wir other. lernen voneinander. There's a great book written about American history. Es gibt ein großartiges Buch über die amerikanische Geschichte. It tells the story of President Abraham Lincoln's cabinet that surrounded him. Es erzählt eine Geschichte von dem Kabinett von Abraham Lincoln. The book is called A Team of Rivals. Und das Buch heißt Ein Team von Rivalen. And it tells how he assembled different people with different gifts to accomplish the greater good. Das Buch berichtet darüber, wie er ganz verschiedene Leute mit verschiedenen Begabungen um sich geschart hat, um die große Aufgabe zu erfüllen. When we figure out how to cooperate in spite of our differences, we can go a lot further. Wenn wir herausfinden, wie wir trotz der Unterschiede zusammenarbeiten können, dann können wir nach vorne gehen. And do learn to let go. Und lernen loszulassen. You can give the ownership. Du kannst die Eigentumsrechte. You provide guidance, but then you let people do it their way. Okay, du gibst Anleitung, aber du lässt Leute dann ihr Ding machen. You show trust by taking your hands off. Du zeigst Vertrauen, indem du deine Hand zurückziehst. Our oldest boy is 17 years old. Unser ältester Sohn ist 17 Jahre He alt. has one more year of high school. Er muss noch ein Jahr zur Highschool gehen. We recognize that our opportunity to influence him is greatly diminishing. Und wir stellen fest, dass unsere Möglichkeiten, ihn zu beeinflussen, stetig abnehmen. Like with you, the older our children get, the more our hands are removed from the details of their life.
So auch bei euch. Je älter unsere Kinder werden, umso mehr ziehen sich oder müssen wir unsere Hände zurückziehen von ihrem Same Leben. must be true in leadership. So ist es auch in der Leiterschaft. Do know the hot button for each team member. Kenne den heißen oder ja, den richtigen Knopf bei jedem Mitarbeiter, wo du drücken musst. Learn where people fit. Lerne, wie die Menschen funktionieren. Let them do what they do best. Und lass sie das tun, was sie am besten machen können. Understand the importance of this in empowering our church members. Das müssen wir verstehen, wenn wir Menschen befähigen wollen. Some people will do whatever you ask them to do. Manche Menschen werden alles tun, worum du sie bittest. But if it's not something they're passionate about, they will wear out quickly. Aber wenn es nicht etwas ist, worüber sie begeistert sind, werden sie schnell müde werden und ausbrennen. Rather than rather than fulfillment, their life will be filled with frustration. Statt Erfüllung werden sie Frustration erleben. You want to find what they're passionate about. Deswegen sollten wir herausfinden, wofür ihr Herz brennt. Do push decision making to the lowest level possible. Übertrage die Entscheidungsgewalt möglichst auf die tiefste Ebene. Let people decide for themselves areas that are their expertise. Lass Menschen dort entscheiden, wo sie sich auskennen. And then we've said this another way, but do know when to back off. Und wir haben das schon einmal gesagt mit anderen Worten. Erkenne, wann du dich zurückziehen musst. Again and again in empowerment, the key is knowing when it's time to just step away. Immer und immer wieder ist das ein Schlüssel, ein Gebot, wenn es um Befähigung geht, zu erkennen, wann man zurücktreten muss. So let me give you just some very practical tips for how to make sure you're empowering people right there in your church setting. Ein paar ganz praktische Tipps, wie wir Menschen befähigen können. When I was a child, there were little drawings called connect the dot pictures. Als ich ein Kind war, dann gab es so Bilder, wo man also Punkte verbinden musste, damit das Bild dann am Ende entsteht. If you followed the numbers on the page and connected the dots, you could begin to see that those dots made a nice looking picture. Wenn man also die Punkte, die nummeriert waren, miteinander verband, dann erkannte man, dass das Ganze ein schönes Bild ergab. If you're going to empower the people in your church, you have to connect the dots. Wenn wir die Menschen in der Gemeinde befähigen wollen, dann müssen wir die Punkte verbinden. A lot of them love you. Viele lieben euch. They're excited about what God's doing through you in the church. Sie sind begeistert darüber, was Gott durch euch in der Gemeinde tut. But they're not involved because all they see is a bunch of dots. Aber sie sind nicht involviert, weil sie einfach nur einzelne Punkte You sehen. have to help them connect the dots. Und wir müssen ihnen helfen, diese Punkte zu verbinden. Don't assume on the church members. Ask them to be involved. Setze nicht einfach voraus, dass sie alles wissen, sondern bitte sie mitzuarbeiten. I get so frustrated with our team when our members just assume someone else is going to do it. Ich werde sehr frustriert mit unserem Team, wenn Leute einfach erwarten, dass Menschen von alleine kommen werden und mitarbeiten werden. Even though you fear rejection, don't be afraid to ask. Auch wenn ihr Ablehnung befürchtet, habt keine Angst zu fragen. And this third one is key to empowerment in the church. Und This is a key to empowerment in the ein church. Schlüssel für die Befähigung in der Gemeinde. Don't abandon ship. Don't abandon the ship. Verlasst nicht das Schiff, Hand off the ministry. übergebe den Dienst. What we often do when we do find someone, Was wir oft machen, wenn wir jemanden finden, if they're willing to do it, und wenn die bereit sind, das zu we machen, say we're so excited, dann sagen wir, ich bin so begeistert, we just turn and run. und wir drehen uns um und laufen weg. And then they're left for frustration Und dann lassen wir sie zurück, frustriert, because we've abandoned them. weil wir sie verlassen haben. Make sure they're trained. Stelle sicher, Make dass sure sie you've invested in them. ausgebildet sind, dass du in sie investierst, And then walk away. und dann kannst du dich zurückziehen. You know, there's a simple truth about this. Es gibt eine einfache Wahrheit. If you keep doing what you've been doing, Wenn du fortfährst, das zu tun, was du schon immer getan hast, you will keep getting what you've been getting. dann wirst du das bekommen, was du schon immer bekommen hast. So if you keep doing what only you can do, Wenn du fortfährst, das zu tun, was nur du alleine machen kannst, you're going to accomplish what only you can accomplish. dann wirst du das zustande bringen, was nur du allein zustande bringen kannst.
But if like Jethro said to Moses, Aber wenn, so wie Jethro zu Mose gesagt hat, you begin to realize this isn't good for you, du anfängst zu verstehen, das ist nicht gut für mich, it's not good for the mission, das ist nicht gut für die Mission, it's not good for the people, nicht gut für die Menschen, and so you begin to empower others, und du anfängst andere zu befähigen, you will get what God's team can accomplish together. wirst du das bekommen, was Gottes Team gemeinsam leisten kann. So let me just give you these last points here to help you with this ability to empower. Die letzten Punkte hier, die helfen können, andere zu befähigen. It begins with desire. Es beginnt mit einem Verlangen, Begehren, Verlangen. Desire a better way. Begehre einen besseren Weg. I think we're all there. Ich glaube, wir alle wollen das. Then inquire. Dann Fragen. Find out the facts. Erfahre die Fakten. See where the needs are. Schaue, wo die Nöte sind. Then perspire. Und dann, schwitze. Work at it. Arbeite. Give it all that you've got. Tu alles, was du kannst. And then begin to look at other people in a way that allows you to admire. Und dann schau Menschen so an, dass du sie bewundern kannst. See what they can be. Du musst sehen, was sie werden können. And then inspire. Und dann inspirieren. Challenge them to come alongside you. Fordere sie heraus, mit dir zu gehen. Cast a vision. Projiziere eine Vision. Ask them to come along for the journey. Lade sie ein, mitzukommen auf dem Weg. And then require. Und dann fordere. Look to what they do as an opportunity to build the kingdom of God. Schau, was sie tun können und auf die Resultate, die erreicht werden können. I really believe this is the biggest issue in my ministry. Ich glaube wirklich, dass das das größte Anliegen in meinem Dienst ist. And in most churches. Und in den meisten Gemeinden. So let's commit today. Lasst uns heute eine Entscheidung treffen. Not to do it alone. Es nicht allein zu machen. Not to think no one else can do it better than us. Nicht zu denken, dass keiner es so gut kann wie wir. Not to think, well, this is our job, we have to do it. Nicht zu denken, das ist mein Job, ich muss es machen. Not to think this is the easy way out. Nicht zu denken, das ist der einfachste Weg. Not to fear rejection. Ablehnung nicht zu fürchten. But let's empower the entrusted. Lasst uns diejenigen, die uns anvertraut sind, befähigen. And see what will happen when God's people Und sehen, was geschehen wird, wenn Gott